Staking, Liquid Staking, Restaking, Liquid Restaking, wer soll sich denn da noch auskennen? Vor allem seitdem sich das Konzept des Restakings aufgetan hat. Wir werden uns dieses Konzept mal heute zusammen miteinander etwas genauer angucken und ich werde euch verraten, warum ich nicht nur positive Gedanken dazu habe. Los geht's! So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden uns heute ein weiteres Mal den Kryptobereich etwas kritischer zusammen angucken, um nicht nur immer die Chancen zu beleuchten, sondern auch etwaige Risiken identifizieren zu können. Die meisten von euch sind vertraut mit dem Konzept des Stakings. Bei dem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus lebt die Sicherheit des Netzwerkes davon, dass Menschen einen Anteil, also einen Stake ihres Kapitals zur Verfügung zu stellen. Diese fungieren als sogenannte Validatoren, die dafür hergenommen werden, um Transaktionen zu verifizieren, was eben, wie schon gesagt, zur Sicherheit des Netzwerkes beitragen möchte. In der Zwischenzeit hat sich auch das Liquid Staking etabliert. Was gibt es hier dazu zu sagen? Dass es hier im Endeffekt genauso zugeht wie beim normalen Staking, dass also die normalen Staking Rewards fließen, die als Belohnung für die Validatoren ausgeschüttet werden. Nur dass zusätzlich noch, man könnte sagen, eine Quittung für den Stake-Vorgang ausgestellt wird. Das sind dann diese Liquid Staking Tokens, die wiederum als eigene Assets in anderen dezentralisierten Finanzprotokollen benutzt werden können. In der Zwischenzeit hat sich das Konzept des Restakings aufgetan. Das geht also noch einmal einen Schritt weiter und dieses Konzept werden wir nun kritisch heute miteinander einmal besprechen. Das Restaking ist noch gar nicht mal so alt. Es gibt einen sehr, sehr großen Anbieter, der nennt sich Eigenlayer und der ermöglicht es den Ether-Staker, die gestakten Ether nochmal wieder zu verwenden. Das bedeutet, dass die normalen Staker in den normalen Staking-Pool die ganze Sache reingeben, bei Eigenlayer es regestaked wird und Eigenlayer die verschiedenen Instanzen, also zum einen das Proof-of-Stake-Netzwerk von Ethereum selbst, aber auch Bridges, Oracles und andere Informationsschichten mit den Validator-Dienstleistungen versorgen und somit fließen durch diese Instanzen zusätzliche Erträge Eigenlayer zu, welche zu einem großen Teil wieder an die Staker bzw. Restaker ausgeschüttet werden. Mit dem Konzept des Restakings ist, wie ihr vielleicht schon ahnen könnt, die Wiederverwendung der Ethereum bzw. Ether-Token möglich und somit sind natürlich auch durch die Wiederverwendung höhere Renditen möglich zu erzielen. In der Zwischenzeit kann sich das Narrativ aber auch noch steigern. Das bedeutet, dass das in der Zwischenzeit auch schon Liquid Restaking möglich ist. Also nicht nur das normale Restaking, sondern wiederum eine liquide Form des Restakings. Wie funktioniert das? Ihr könnt euch hier einfach mal vorstellen, dass ihr bereits einen Liquid Restaking Token hernehmt, wie zum Beispiel den von Swell oder von Lido oder von Rocket Pool und so weiter und so fort. Ihr diesen Liquid Restaking Token bei Eigenlayer in Staking reingebt und ihr wiederum einen gerestakten Liquid Token zurückbekommt. Das hat natürlich einen Vorteil, dass ihr die Quittung wiederum bei anderen Protokollen nutzen könnt, was dazu führt, dass ihr eure Gewinne noch weiter erhöhen, wenn nicht sogar potenzieren könnt. Das hat sich jetzt bestimmt in den letzten Minuten relativ cool für euch angehört, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass überall, wo es zusätzliche Chancen gibt, auch Risiken auf uns warten. Und dementsprechend ist es auch beim Restaking bzw. Liquid Restaking auch der Fall. Zum einen haben wir ein Zentralisierungsrisiko aufgrund der Tatsache, dass natürlich diese großen Anbieter wie zum Beispiel Eigenlayer einen Haufen Ether bei sich sammeln und hierdurch natürlich ein Risiko besteht, dass dieser eine Anbieter etwas mit den Ether tut, welches nicht so im Sinne der Community ist. Somit ein Zentralisierungsrisiko. Natürlich haben wir auch ein mehrfaches Slashing-Risiko. Wir wissen, dass schlechte Validatoren, die unsauber bei der Validierung der Transaktion arbeiten, geslasht werden können. Das heißt, dass ein Teil des Stakes diesen entzogen werden kann. Und wenn natürlich die Ether mehrfach ins Staking reinfließen und mehrfach verwendet werden, dann steigt natürlich auch dieses Slashing-Risiko linear mit an. Und dann haben wir noch zu guter Letzt natürlich auch ein zusätzliches Smart Contract-Risiko. Jedes Mal, wenn wir mit zusätzlichen Smart Contracts interagieren, wie diesen von Eigenlayer und auch unsere Restaking-Quittungen in anderen Protokollen verwenden, dann haben wir immer jedes Mal, wenn wir mit einer weiteren Schnittstelle interagieren, ein erhöhtes Risiko dadurch, dass der Smart Contract einen Fehler enthalten könnte. Jetzt möchte ich mit euch hier ein paar Gedanken der Kritik teilen. Vergegenwärtigen wir uns einfach mal, was denn hier bei diesem Staking, Liquid Staking, Restaking und Liquid Restaking überhaupt abgeht. Erst einmal werden hier ganz klassisch Ether gestaked. Was passiert nach dem Staking? Ihr erhaltet die Staked
ETH, also eine Quittung für die gestakten Ether. Was passiert so dann? Die gestakten Ether werden nochmal in einem Restaking-Protokoll gestaked. Ihr bekommt für das Staking einen Restaking Staked ETH, also eine Quittung für die gestakten Staked ETH. Und die Restaking Staked ETH, Mann, das ist tatsächlich nicht einfach hier richtig alles auszusprechen, kann wiederum in anderen DeFi-Protokollen, wie ich schon erwähnt habe, verwendet werden. Und das wirft jetzt natürlich einige Gedanken und einige Fragen auf. Wir stellen also zuallererst erst einmal fest, die Quittung der Quittung wird als Asset akzeptiert. Also nochmal, die Quittung der Quittung. Der Schuldschein des Schuldscheins wird nochmal akzeptiert, damit man mit diesem etwas kaufen oder anstellen kann. Mir stellt sich die Frage, ob das nicht den Markt künstlich aufbläht. Zum einen, aber auch verfälscht es nicht den Wert und macht es einiges intransparent. Denn wir haben ja gesehen, dass so Protokolle wie Eigenlayer in der Zwischenzeit schon ein Total Value Locked von über 1 Milliarde haben. Dieses Total Value Locked besteht aber an anderer Stelle natürlich auch schon. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich von ein und dem gleichen Wert eine 2- bis 3-fache Bewertung. Und das meine ich mit einem verfälschten Wert und einer gewissen Intransparenz in den Informationen, die wir aus der Blockchain ablesen können. Kennen wir diese Auswüchse nicht aus dem traditionellen Finanzbereich, gerade aus dem Bereich des Derivatehandels, wo das Marktvolumen, das Assetvolumen durch die Derivate brutal aufgebläht wird. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Liquid Staking, aber auch Liquid Restaking Tokens tatsächlich einfach nur Derivate von Ether sind. Warum? Weil ihr Wert von Ether abgeleitet wird. Meines Erachtens merkt man hier so langsam, dass das Großkapital anfängt mitzumischen. Und das sind meines Erachtens Entwicklungen, die in der Zukunft mittel- bis langfristig relativ gefährlich für den ganzen Crypto-Space werden könnte. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Dieses Video sollte nur dazu gedacht sein, euch einige Denkanstöße mitzugeben. Zusammengefasst lässt sich nur noch feststellen, dass durch das Restaking natürlich einiges mehr an Rewards aus euren Ether und Co. herausgeholt werden können. Weil das Restaking-Konzept natürlich nicht nur für Ether gilt, sondern grundsätzlich für alle Kryptowährungen, die Proof-of-Stake-Mechanismen verwenden. Hier zählt dazu zum Beispiel Polygon, Avalanche, Solana und so weiter und so fort. Die höheren Erträge gehen aber natürlich auch immer mit höheren Risiken einher, wie ich euch auf einer vorhergegangenen Folie hoffentlich bereits gut habe vermitteln können. Mir stellt sich die Frage, ob die Risiken, die wir hier zusätzlich eingehen, überhaupt vernünftig eingeschätzt werden können. Ob also die zusätzlichen Erträge, die wir dafür erhalten, es wert sind, diese Risiken einzugehen, von denen wir eigentlich noch nicht wirklich sagen können, ob wir sie tatsächlich auch wirklich verstehen. Bläht dieses ganze Konzept des Restakings den Markt vielleicht nicht einfach nur unnatürlich auf und führt dazu, dass es sich ähnlich verhält wie der traditionelle Finanzbereich? Zu guter Letzt würde mich noch interessieren, wie ihr dieses neue Narrativ bewertet. Hat es Zukunft oder ist es nur ein kurzfristiger Hype, der in ein paar Monaten oder Jahren wieder vollständig von der Bildfläche verschwinden wird? Kommentare eindeutig erwünscht, bitte teilt es uns mit. Noch eine kurze Bitte zum Schluss. Wenn ihr es schätzt, dass ihr hier mehrmals pro Woche einen kostenlosen Mehrwert von uns mitbekommt, das euch hoffentlich dabei hilft, erfolgreicher im Kryptomarkt zu agieren und auch gelegentlich mal über den Tellerrand hinausschauen zu können, dann leitet diese Videos sehr gerne an Freunde und Bekannte weiter, damit diese ebenfalls einen Mehrwert stiften können. Aber wenn das nicht möglich ist, dann gebt einfach nur einen kurzen Daumen hoch. Das hilft uns, dass wir vom YouTube-Algorithmus mehr beachtet werden und dass unsere Videos einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.